Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns auf dem Free-to-Play Berserker Account, denn dort fehlt uns als letzter noch das Leggy-Item. Ja, hier auf dem Account habe ich mir am wenigsten Mühe gegeben. Ich hatte ja schon öfter mal gesagt, es ist tatsächlich möglich, ja, 2 Leggies zu bekommen als Free-to-Play-Spieler. Werde ich bestimmt auch beim nächsten Event drauf achten, dass man das dann hinkriegt, aber man muss halt wirklich alle 24 Stunden genau am Start sein und darf halt nichts verpassen und ja, am besten keine Zeit wasten. Und dann ist es tatsächlich unter Umständen möglich, 2 legendäre Items zu bekommen mit dieser Taktik, hier Schlüssel sparen und so weiter und so fort. Das haben wir ja am Anfang auch alle nicht gemacht, weil wir es nicht besser wussten, ne? Zumindest halt auf den Free-to-Play-Accounts. Die haben halt dann nur immer eine Chance, was das angeht. Und ja, deswegen werden wir es auf jeden Fall beim nächsten Try versuchen, besser hinzubekommen. Und ja, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt als Free-to-Play-Spieler hier auf dem Account jetzt mein erstes legendäres Item zu bekommen. Ich hoffe mal, ich habe ein Fünkchen Glück und komme durch die letzten 10 Etagen so durch. Ich gucke mal kurz, wie es hier aussieht mit Qualitäts-Items. Ich glaube, ich habe hier nicht sehr viel am Start. Nö, hier haben wir gar nichts. Hier haben wir einmal Qualität, das ist schon mal gut. Dann, ja. Gucken wir mal hier rein. Haben wir hier irgendwas? Ne, Goldbonus. Irgendwas hier am Start noch? Ja, hier haben wir nochmal Qualität, ja. Haben wir 4. Okay. Fehlt uns einer. 10 Pilze, Digga. Da zeige ich den ja einen Vogel hier. So. Ja, dann ziehen wir halt die Sachen an hier. Ist okay. Ist zwar nicht optimal, aber jo. Fehlt uns halt ein Qualitätspunkt. Trotzdem ist es ja ganz in Ordnung. Und ich hoffe wirklich, wir kriegen jetzt hier nicht zu hart aufs Maul. Weil sonst kriege ich hier nämlich gar kein Leggy-Item. Okay, sehr wichtig. Den Gegner haben wir geskippt. Nächster Gegner hier. Wir gehen durch. Haben ihn wieder geskippt. Sehr gut. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir dürfen nicht unter die Hälfte des Lebens fallen. Hier, wir haben keinen Schlüssel mehr. Und wenn wir hier unter die Hälfte des Lebens fallen, dann sind wir tatsächlich RIP und wir bekommen den Endboss nicht down. Ja, und deswegen bin ich hier darauf wirklich sehr erpicht, dass wir den jetzt hier... Oh, eine Kiste, sehr gut, sehr gut. Jede Etage ist jetzt hier wichtig, weil die machen noch so viel Schaden, die Gegner, die könnten mir wirklich in der Theorie, doch wenn es richtig schlecht läuft, könnten die mir wirklich noch die Hälfte oder mehr abziehen. Eine Kiste, sehr gut, die nehmen wir mit. Schaden macht die rechteckige Kiste meistens nicht, ja. Deswegen haben wir die jetzt mal angenommen. Wir sind jetzt bei 94, gehen das Fragezeichen, hoffen auf einen leeren Durchgang oder sowas. Okay, das ist auch sehr nice. Das ist wie ein leerer Durchgang für mich. Ja, wir haben keinen Schlüssel, 5 Etagen. Digga, das ist schon sehr, also es wäre schon sehr bitter, wenn ich das nicht kriegen würde. So, wir hoffen noch, dass wir an den vorbeikommen ohne Schaden. Oh, okay, gut, jetzt sieht es langsam ganz gut aus. 4 Etagen fehlen uns noch hier. Wir flüchten natürlich auch an diesem Gegner hier. Ja, okay, wir haben wirklich Glück gehabt und damit haben wir jetzt eigentlich schon das legendäre Item hier auf dem Berserker-Account safe. Ja, ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Mögt ihr mal ab und zu mal ein bisschen mehr vom Berserker sehen? Ich meine, hier gibt es nicht allzu viel, weil, wie gesagt, das ist ja halt der Free-to-Play-Account und deswegen ja, ist hier nicht so viel zu zeigen, hier passiert nicht viel. Ich habe momentan meine Tränke drin, weil ich momentan jetzt halt noch eine Woche Urlaub habe und in der Woche Urlaub habe ich dann mehr Zeit für Free-Tries Dungeon-Gegner anzugreifen. Wenn ich arbeite, dann bringen mir die Tränke auch nichts, weil ich dann keine Zeit habe, die Dungeon-Gegner anzugreifen. So, das ist der Grund, warum ich das aufspare und jetzt halt nutze. Deswegen habe ich die momentan drin und habe auch tatsächlich ein paar Gegner geschafft. Ja, nicht zuletzt hier der unterkühlte Unhold, ja, das sind so Gegner, die sind total easy eigentlich, also die sind gar nicht mal so schwer, aber wenn du als Free-to-Play-Spieler keine Tränke drin hast, dann hast du als Free-to-Play-Spieler keine Tränke drin. So, und das ja, ist dann natürlich nicht sehr vorteilhaft und du kommst in den Dungeons halt schlechter voran. Deswegen, also dahingehend habe ich das auf jeden Fall hier schon genutzt.
So, genug gelabert. Wir gehen in den nächsten rein, flüchten natürlich wieder und... Okay, jetzt kriegen wir Schaden. Aber ist jetzt halb so wild. Wir haben genug Leben auf jeden Fall am Start. Ja, 2 Durchgänge nochmal sind lucky. Und ja, kommen jetzt hier zum Endboss und sichern uns jetzt hier als Free-to-Playler das ja, legendäre Item. Ich bin gespannt, was es wird. Als Berserker hoffe ich persönlich auf eine Waffe, muss ich sagen. Weil eine Waffe wäre, ja, als Berserker schon nice, mit einer schönen Spanne oder so. Mal gucken, was bekommen wir. Wir bekommen den, das ist der Helm, ne? Das ist, glaube ich, der Kranz. Den habe ich auf meinen anderen Accounts noch nicht bekommen. Deswegen, ja, ist das natürlich ganz nice, dass wir das jetzt haben. Und, ja, wir nutzen nochmal hier die paar, Etagen nochmal, dass wir hier, ja, als, ja, ich meine, es lohnt sich ja, ne? Also noch hier ein paar Etagen zu machen und außerdem kann ich sowieso nicht questen, wenn ich hier gerade im Dungeon drin bin, ja. Deswegen nutzen wir noch die Gelegenheit und farmen hier noch ein bisschen ein paar Gegner ab, versuchen noch durch ein paar Türen zu kommen. Wenn wir gut dabei sind, dann sollten wir es bis zur Etage 50 schaffen. Das habe ich auf meinen anderen Accounts auch geschafft mit dem Free Try, den man ja danach hat, wenn man halt hier durchkommt. Ne? Ja gut, gut, nehmen wir noch die Kiste mit hier. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal das Leggy-Item an. Ich bin sehr gespannt, wie viel besser das sein wird. Ja, als Free-to-Play-Spieler ist man ja jetzt nicht unbedingt aktuell ausgerüstet, was das Equipment angeht. Deswegen umso gespannter bin ich, was es denn, ja, wie viel besser es sein wird. Und obendrauf kommt ja dann noch, dass es halt ein legendäres Item ist, so, ne? Was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr aufwertet, so, ne? So, aber wie gesagt, erstmal gehen wir hier nochmal ein bisschen durch, nehmen uns nochmal mit, was wir kriegen können. Denn wir können alles gut gebrauchen auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch gut Gold. Auf der Stufe, wo mein Account jetzt hier ist, gibt es noch nicht so viel Gold. Ne? Auf meinem Main gibt es ja pro Gegner, kriegst du ja 10 Millionen. Das lohnt sich schon. Hier kriegen wir Damage. Ne, kriegen wir Gold. 4,2 Millionen Gold kriegen wir hier. Das ist ja natürlich ein bisschen weniger, aber immerhin noch ganz akzeptabel, würde ich mal sagen. Ne? Und ja... So, wir sind jetzt... Ne, die will ich tatsächlich nicht annehmen. Ich möchte hier noch ein bisschen weiter kommen, sonst ja, kriegen wir hier nachher nicht mehr so viel Value aus dem Dungeon. Ich habe als Free-to-Play-Spieler hier, glaube ich, mit dem ersten Run, ich habe nicht ganz drauf geachtet, aber ich glaube so 5 epische Gegenstände oder so bekommen. Und ich muss sagen, das ist schon relativ viel. Ne? Also wer von euch da draußen, der Free-to-Play spielt, kann behaupten, dass er an einem normalen Epic-Event irgendwie 5 epische Gegenstände bekommt. Das ist nicht der Fall. Ja. Ansonsten oder ihr habt halt wirklich sehr, sehr viel Glück oder ihr habt halt vielleicht ein Profilbild. Ja, dann könnte es natürlich sein, dass ihr ja, so viele epische Gegenstände bekommt. Aber in der Regel ist es eigentlich nicht der Fall, dass man so viele epische Gegenstände bekommt. Und deswegen finde ich den Dungeon halt auch, ja, auch für Free-to-Play-Spieler tatsächlich sehr angemessen, ne? Da er halt diese Leute oder den Playstyle dann halt auch, ja, auch ein bisschen unterstützt, belohnt, so, ne? Na klar, die Schneise ist natürlich dann umso größer für die Leute, die hier richtig hart reincashen, so, ne? Im Vergleich zu den Free-to-Play-Lern. Aber, ja, ich sag mal so, am Ende des Tages hatte jeder hier was davon irgendwie so, ne? So, ich werde jetzt hier ein paar Schlüssel nutzen, ja, über die Monster hinaus, weil wir kommen eh nicht mehr über die 50. Etage mit dem ersten Run, da der, ja, Metzel-Typ, das ist ja der 50. erste Zwischenboss, da uns einen Strich durch die Rechnung macht und dann eben, ja, nicht durchlässt. Dafür hat er einfach zu viel Leben und macht zu viel Schaden. Man könnte ihn schaffen, obwohl, nee, wenn man ins Loch fällt, dann hat man auch so viel Schaden kassiert. Ich glaube nicht, dass man über die ersten 50 Etagen mit einem Leben drüber hinwegkommt. Und selbst wenn, dann hat man danach so wenig Leben, dass man dann kurz danach dann gleich wieder ja, neu aufladen muss dann oder halt sich wiederbeleben muss, damit man weiterkommt. Ja, und deswegen versuche ich hier auf die ersten 50 Etagen hier
drauf hinauszukommen. Ja, aber wir haben leider ein bisschen Pech jetzt gerade, was die Fässer und sowas angeht. Ne? In einem anderen Run, ich glaube, das war auf dem Dämonjäger gewesen, da habe ich ja auch die ersten 50 Etagen nach dem, als Free Try gemacht. Und da habe ich in den ersten 50 Etagen, glaube ich, 4 epische Gegenstände oder so bekommen. Also man kann auch wirklich sehr glücklich sein. So, ne? Hinter den Türen dann versteckt, da, tummeln sich denn... Rucksack voll. Siehst du, guck mal, bekommen wir nochmal einen epischen Gegenstand hier. Siehst du, nochmal zum Abschluss hat sich das doch auch nochmal gelohnt hier. Nimmt man immer gerne mit als Free-to-Play-Spieler. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob wir hier sterben oder nicht. Ich probiere es mal. Oh, ganz knapp gestorben. Gut. Ja, schade. Hätten wir noch ein bisschen mehr rausholen können, aber ja. Gut, wir haben hier plus 13. Warte mal, wir müssen erstmal das hier wechseln. So, da haben wir plus 22. Lul ist sogar noch besser dann. Das waren die Qualitätssachen hier. Und jetzt schauen wir erstmal, warte mal. Das können wir wegschmeißen hier. Was machen die Items denn hier? So, dann haben wir noch ein paar Kessel-Items. Nice, sehr gut. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen Platz. Und jetzt gucken wir mal auf das Leggy. Plus 86 Stats mehr, plus 5 Lebensenergie. Das schmeckt auf jeden Fall. Das Gute ist, wir brauchen es auch nicht sockeln, ja, was auch nochmal sehr, sehr gut ist. Und ja, dann setzen wir hier den besten Edelstein rein. Verbessern das Ganze auch nochmal 3-mal. Komm, ja, wir gönnen uns mal richtig hier. Obwohl Kristalle hätten wir noch ein paar, aber ja. So, das Teil kann der Beard Ram gebrauchen hier und das können wir demzufolge zerlegen. Ja, wir haben hier noch die Brust bekommen, die ist plus 22, Widerstand gegen alles plus 6. Ja, mal gucken, wie viel... 20.000 an Kristalle, nee, das ist mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Das kann ich dann leider nicht sockeln, ist schade, aber ja, was willst du machen? Wir haben auf jeden Fall noch ein Leggy-Item bekommen, das freut mich sehr und ja, sehr, sehr cool, das Ganze, den Heiligenschein und ja, das war soweit hier von dem Free-to-Play-Bersi oder halt, ne, von den 10 Euro Berserker. Ich hatte ja anfangs hier 10 Euro investiert, ne, ohne das Angebot zu nutzen, da gab es die Angebote noch nicht, das wollte ich auch nochmal so erwähnen am Rande, wie Bordsteine und deswegen bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten war es das von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.